Ich bin damals als Kind immer auf dem Schulweg an einem Auto vorbeigelaufen und habe mich immer gewundert, warum dieses Auto keine Scheinwerfer hat. Und dann bin ich eines Tages nochmal an dem Auto vorbeigelaufen und dann waren die Scheinwerfer oben. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ich brauche irgendwann mal so ein Auto. Und dann ist es halt auch so ein Auto irgendwann geworden. Girl, don't call my phone. I know where you been. You like to get messy when you out with your friends. I'm not scared to say that I'm insecure, but you're too scared to say that you want more. Girl, don't call my phone. I know where you been. You like to get messy when you out with your friends. I'm not scared to say that I'm insecure, but you're too scared to say that you want more. You don't gotta tell me I'm the truth. I already knew. Das ist einfach die Form gewesen, weil der halt auch von der Form her sehr breit ist. Und ich hätte jetzt auch einen Miata zum Beispiel nehmen können, aber Miata hat mir nicht das gegeben, was mir der Porsche irgendwie gibt. Also irgendwie hat mich halt die Form im Allgemeinen komplett überzeugt. Ich bin Isabel, komme aus Hürth und das ist mein Porsche 944. Wir haben erstmal alles auf eBay Kleinanzeigen oder wie man jetzt sagt Kleinanzeigen durchgestöbert. Alles, was so im Umkreis von 50 Kilometern waren, weil ich wollte jetzt auch nicht 3-4 Stunden fahren. Und das erste Auto, was wir uns angeguckt hatten, das war, glaube ich, eine halbe Stunde Fahrt. War auch ein sehr schönes Auto, war ein mega cooler Lack, war in der Sonne lila und im Schatten war er fast schwarz. Hat aber leider nicht gepasst, weil halt nicht alles so der Wahrheit entsprochen hat, was in der Anzeige stand. Und dann haben wir halt weitergesucht und haben dann tatsächlich an meinem Geburtstag damals den Weißen besucht und habe mich dann halt auch direkt dafür entschieden, dass wir den mitnehmen. Ich wollte auf jeden Fall ein besonderes Auto, also nicht, dass es jetzt besseres als andere 944, die ich schon mal gesehen habe, aber dass es halt heraussticht. Und ich wollte halt auf jeden Fall ein Luftfahrwerk, weil ich das auch noch nicht so oft gesehen habe oder generell 944 sieht man ja nicht so oft. Und also Luftfahrwerk war mir auf jeden Fall sehr wichtig. Und einfach, dass halt die Außenfassade, also dass es vernünftig aussieht. Der ist nicht perfekt, keine Frage, das Auto ist fast 40 Jahre alt, aber dass der jetzt keine großen Roststellen hat oder eine Delle oder was weiß ich, keine großen Kratzer, dass der halt einfach vernünftig aussieht. Der Bügel ist reingekommen, weil wir hatten damals die Chance, auf der EMS zu stehen. Und damit das alles noch einen Tacken mehr krasser ist, sage ich jetzt mal, haben wir gesagt, okay, da der 944 schon so eine große Heckscheibe hat, basteln wir da noch einen großen, fast unübersehbaren Bügel rein. Und dann sind wir letztes Jahr nach Bayern gefahren, zum Domi von Bavarian Car Tuning und haben dann wirklich alles auf Maß da so anpassen lassen, wie wir es halt gerne gehabt hätten. Und das hat er dann innerhalb von einem Tag gemacht. Ging recht schnell, hätte ich auch nicht gedacht. Und sind dann da ein Wochenende in Bayern gewesen, sind dann am Sonntag wieder nach Hause gefahren. So schnell ging das. Im Innenraum ist nicht so viel passiert. Das Einzige, was mir wichtig war, der Schaltsack war ziemlich demoliert. Also der hatte viele Risse und Löcher. Den haben wir auf jeden Fall neu beledern lassen. Und ein neues Lenkrad kam rein. Das war jetzt nicht kaputt, das alte, aber es war sehr groß, sehr sperrig und hat halt nicht zum Rest so wirklich gepasst. Und dann dachte ich, komm, dann kannst du auch direkt ein geschüsseltes Lenkrad noch reinbauen.
Felgen wollte ich auch was Besonderes haben, was man vielleicht nicht auch an jeder Ecke sieht. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, die BBS Le Mans zu kaufen. Habe, glaube ich, das ganze Internet durchforstet und bin dann auf eine Seite gestoßen, die hatte noch einen Satz, zwar in Gold, ich wollte damals eigentlich Silber haben, aber habe gedacht, okay, Gold passt auch. Und habe den Satz bestellt und einen Tag später hat mich der Inhaber der Seite angerufen und hat gesagt, wir haben den Satz leider doch nicht da. Hat dann alles versucht irgendwie möglich zu machen, hat es aber leider nicht geschafft. Dann habe ich mich anderweitig irgendwie orientiert und habe dann tatsächlich noch jemand anderen gefunden, der einen Satz mir angeboten hat. Und dann bin ich zusammen mit einem Bekannten an die Grenze von der Schweiz gefahren und habe diesen Satz Felgen abgeholt. Weil das leider auch alles sehr knapp war, weil die Saison ging los und wir hatten einen Drehtermin im Moviepark für ein Treffen. Und dafür mussten diese Felgen her und dann war das alles eine ziemlich stressige Aktion. Sauerkrauts, the authentic streetwear brand for petrolheads. Ich würde das Auto eigentlich gern mal komplett duschen, also einmal komplett lackieren lassen, frisch, weil er hat halt echt ein paar Macken, die mich auch stören, die aber einfach nicht vermeidbar sind, wie Steinschläge. Also das Auto wird bewegt, das hat komplett TÜV, das Auto wird auf der Autobahn bewegt, der kriegt Steinschläge ab, der hat ein paar Dellen, also kleine Dellen an den Türen, wenn jemand anderes mal eine Tür dagegen schlägt oder sonst was. Also das wäre echt mal eine Aktion, den komplett lackieren zu lassen, dass er wirklich halt perfekt dasteht. Was aber auch wieder so den Touch wegnehmen würde, für ein altes Auto halt, weil ich finde, ein altes Auto darf auch nicht perfekt sein, das darf Macken haben. Widerspricht sich halt ein bisschen. Alt alles, ne? Also es ist sehr laut, es knarzt überall, es ist nicht alles perfekt wie jetzt bei einem moderneren Auto. Aber was ich auch nicht schlimm finde, weil man sieht, wie damals die Autos gebaut wurden. Und finde ich auch nicht schlimm, dass dann da und dann nicht alles perfekt ist oder so, sondern es ist einfach, ja, weiß nicht. Luftfahrwerk ist verbaut von TA Technics, weil es auch nichts wirklich auf dem Markt gibt, was anderes. Das war jetzt so das Schnellste, was ich hätte kriegen können. Und, aber mit einer Airlift 3P-Steuerung. Das war mir dann schon wichtig, weil ich hatte damals einen Polo, den hatte ich auch aufs Luft gesetzt, habe aber damals ein gebrauchtes Luftfahrwerk gekauft auf Kleinanzeigen und das war halt eine riesen Kabellage. Es war auch einfach nur reingeschmissen, Hauptsache es ist drin. Und es war mir schon wichtig beim 944, dass es mal vernünftig ist. Deswegen eine 3P-Steuerung. Hast du einen langen Kabelstrang, legst ihn einmal vernünftig durchs Auto und dann ist fertig, dass du da keinen großen Aufwand hast. Kofferraumausbau war mir auch wichtig, dass man schon sieht, dass man sich Gedanken gemacht hat, dass da was drin ist. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, den Lufttank auf die Platte oben zu setzen. Da der Kofferraum sehr groß ist, war das eigentlich auch eine ganz gute Idee. Und den Kompressor und ganzen Gedöns, was nicht so wichtig ist, haben wir halt unter die Platte platziert, damit das oben schön clean und sauber ist, vernünftig aussieht und alles, was unten drunter ist, so ein bisschen versteckt.
hatten bei der Vorderachse tatsächlich ein paar Probleme wegen dem Luftfahrwerk. Und zwar standen die Vorderräder ziemlich weit innen im Radkasten. Und das sah halt doof aus. Und dann haben wir geguckt, welche Spurplatten könnte man nehmen. Haben wir ziemlich viel ausprobiert, auch mit TÜV, dass das alles passt, weil es halt wichtig war, dass alles TÜV hat und damit es eingetragen werden kann. Da mussten wir echt ein bisschen rumexperimentieren, haben aber dann was Vernünftiges gefunden von H&R. Also das passt jetzt alles so, wie es da steht. Und mit den Reifen hatten wir tatsächlich auch Probleme, weil es war gar nicht so einfach, vernünftige Reifen zu finden, die auch ein bisschen Stretch haben, aber trotzdem eine Reifenfreigabe haben für diese Felgenmaße, weil es halt auch wieder zwei verschiedene Felgen sind eigentlich. Dann haben wir bei Hankook angefragt, die haben auch eine Reifenfreigabe durchgegeben, waren da beim TÜV und der TÜV hat dann aber gesagt, ist nicht. Hat sich dann nachher geklärt, es war alles okay, aber das war auch ein ziemlicher Krampf. Weißt du, hast dann vernünftiges Auto stehen, alles mit Papieren, alles drum und dran, hast dir Mühe gegeben und dann stehst du da und der sagt, nee, geht nicht. Ich möchte mich auf jeden Fall bei meinem Freund bedanken, bei Manuel. Ohne ihn könnte ich das alles nicht. Ich versuche zwar so viel wie möglich zu helfen, aber alleine könnte ich es nicht und ohne ihn hätte ich das Auto niemals so, wie es jetzt hier steht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da auf dem Kanal und schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr noch Fragen habt. Ich versuche, eure Fragen zu beantworten und wünsche euch alles Gute. Bis dann.